So, mein erstes selbstgebautes Vogelhäuschen. Natürlich unter Anleitung von Frank-Uwe Fuhl vom NABU Hessen. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, so, gerne. die Tür kommt noch rein, oder? Ja, sagt man Richtig, Tür, dann ne? ist er fertig. Genau, die Deckel, Sehr schön. Front. Warum Und, brauchen denn Vögel jetzt unsere Hilfe? Und warum sollten wir jetzt Nistkästen bauen? Jetzt sind die Vögel gerade alle auf Wohnungssuche. Wir hören es ja auch rund um uns Ja. zwitschern. Die Kohlmeise piepst hier rum. Die sucht schon nach einer Höhle, wo sie verschwinden kann. Hier in der Halbhöhle kann übrigens das Rotkehlchen oder der Hausrotschwanz prima ein Nest bauen. Das ist so für Nischenbrüter Ja. generell. Imitiert im Prinzip die natürlichen Nischen, wie wir sie vielleicht aus Felswänden oder Ähnlichem kennen. Jetzt haben wir hier aber noch andere. Für welche Vogelarten sind die? Das ist ein rundes Loch, ein kleineres. Da ne? ist ein rundes Loch drin und es ist auch viel geschlossener. Das ist eine echte Höhle, also für Höhlenbrüter, also Ja. für Folgenutzer von Spechthöhlen. Und Spechthöhlen wären ja normalerweise die natürliche Brutmöglichkeit. Da wir aber so wenig alte Bäume im Garten haben und Ja. noch weniger Spechte, muss man nachhelfen. Man kann auch nachhelfen. Man kann die Brutdichte sogar erhöhen, indem man solche Nistkästen aufhängt. Und ja, relativ einfach gebaut. Rundes Loch rein, mal groß, mal klein. Und mit Spechtschutz noch hier, Und ne? da So ist sogar eine mit Platte. Spechtschutz, also Ja. da für die großen Meisenarten, hier für die kleinen wie die Blaumeise. Und genau, der Deckel ist schon auf, da kann man mal reinschauen. Das machen wir einmal im Jahr, um dann das Nest rauszuwerfen. Okay. Damit Also sauber nämlich machen auch sollte man es. Auf alle Fälle im Spätsommer ist die richtige Zeit dafür. Okay. Jetzt haben Sie dafür auch eine Bauanleitung. Ist das schon was für Kinder oder? Unbedingt. Also Ja? das ist eine Einfach prima zu Sache, machen? die man gut mit Kindern zusammenschrauben kann. Im Prinzip 4 Wände, ein Dach, mehr ist es ja nicht. Ja. Und das Holz dazu kann man sich in jedem Baumarkt besorgen. 2 cm dickes Fichtenholz, Sägerauch. Das soll schon ruhig sein, nicht dünner. Ja, auf keinen Fall dünner, sonst verzieht sich's. Darf auch ein bisschen dicker sein, aber dann wird das Ganze auch etwas wuchtiger. Und diese Anleitung können Sie sich übrigens im Netz runterladen, auch auf der NABU-Seite. Ich würde sagen, wir hängen das mal auf. Wie sieht es denn aus mit so Gießkannen und sowas? Machen ja auch manche dann doch als Nistplatz. Bietet sich das wirklich an? Ja, oder würde ist ich das eher von abraten. Ja? Also die besten Materialien sind Holz oder Holzbeton, Okay. weil da einfach das Klima am besten drin ist. Und Ja. wenn das aus Plastik oder aus Blech ist, dann kann es da drin feucht werden, dann Okay. verpilzt die Brut. Und Ja. das wollen wir ja nicht, wir wollen ihnen ja keinen Schaden zufügen. Wie sieht es denn aus mit Futter? Kann abgehängt werden, ne? Futter kann im Prinzip abgehängt werden, können wir jetzt reduzieren auf ein paar Ja. wenige Fettblöcke. Und von daher kann das jetzt erstmal weg. Und Brutraum ist jetzt gefragt, ganz wichtig. Und da ist der Nistkasten genau die richtige Auf Wahl an dieser Stelle. Was soll ich da beachten? Wie hoch, in welcher Ausrichtung? Ist es vollkommen egal, einfach irgendwo hinhängen. Ja, ganz egal ist es nicht. Sollte Ja. auf alle Fälle katzensicher sein. Also Ja. Katze sollte da nicht anspringen können. Von daher, wenn es hier frei am Baum hängt, ist es optimal. Ja. Und das Loch dann in Richtung Südosten hängen, damit nicht gleich beim nächsten Regen da die ganze Wucht reinhaut. Es dreht sich noch ein bisschen, aber ist in Ordnung so. Das richtet sich schon aus. Okay. Wie sieht es aus für Leute, die jetzt keinen Garten haben? Kann man das auf dem Balkon machen? oder Balkon ist das- geht genauso Ja? gut. Also wir haben schon Rückmeldungen Okay. von Balkonbruten im 10. Stock. Also da funktioniert der Oh. Nistkasten genauso gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Fuhl, dass Sie uns das Gerne. alles gezeigt haben. Also wenn Sie Lust haben, gerade in Osterferien vielleicht einfach mal ein kleines Vogelhäuschen bauen, ist bestimmt auch ein großer Spaß mit den Kindern.